Wir sind irgendwo in New Orleans, aber das richtige New Orleans kann das nicht sein, denn eben gerade waren wir noch in Derceto. Aber wir haben ja schon gelesen, dass hier irgendwas, was waren es, die verzerrten Erinnerungen von Jeremy? Stand Irgendwie hier sowas, irgendwo. ja. Also irgendwie so, wir wissen selber nicht genau, was davon real ist und was nicht. Aber irgendwie sind wir halt jetzt ja auch da, ne? Kann man ja nicht wegdiskutieren. Das ist wahr. Übrigens auch schön, das ist so Sachen, selbst wenn dieses Spiel hier nicht technisch immer ganz einwandfrei läuft, dass es grundsätzlich möglich ist, so schnelle Übergänge zwischen den Levels zu machen, dass das Mhm. heutzutage geht, das finde ich so cool. Das wäre früher nie möglich gewesen. So ohne quasi Ladezeiten, wenn man so will. Wobei das, also ich hatte im allerersten Spielen auch starke Shader-Ruckler. Mhm. Also das war tatsächlich ein bisschen problematisch. War so ein bisschen schade, dass die Gegner gar nicht darauf reagieren, ob man ihnen ins Bein schießt, ne? Also das hat gar nichts. Wobei man fairerweise sagen muss, dass das ja bei Resident Evil auch nur das Remake vom 2 und dem 4er bislang hinbekommen haben. Der 3er hat das ja leider auch nicht gehabt. Der ist ja auch so unter den Remakes so 'n bisschen das Ja, schwarze Schaf. der war 'n Schuss in den Ofen. Aber ich sage immer, und das meine ich vollkommen ernst, das ist kein gutes Remake, aber es ist geil, wenn man so erste Erfolgserlebnisse mit Speedrunning haben will, weil das Ding so einfach ist und man da so guck mal, da ist Silent Hill Gedächtnisnebel. Und weil man da so I can't go that wirklich way. coole Erfolge feiern kann, dass ja auch noch alles auf Zeit gibt. Also, ich hatte wirklich, wirklich viel Spaß damit, aber nicht dafür, wo das Spiel gemacht wurde. Das ist halt Ja. Also sie kriegen hier diese New This can't Orleans be. ist geil. Gruselstimmung kriegen sie voll gut rein. Ich finde auch super schade, hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, wie selten dieses Setting genutzt wird. Das hat einfach so einen geilen Flair. Mhm. Bei dem einen nicht James Bond, bei dem einen Sherlock Holmes war das jetzt Ja. auch bei dem The Awakening. Da war das auch so ein bisschen drin. Stimmt. Da kommt man doch dann am Ende, oder was heißt am Ende, aber zwischendurch kommt man doch mal noch so New Orleans-mäßige Region. Und fährt man da nicht auch sogar mit einem Boot durch den Sumpf? Boah, das Aber ja. weiß ich nicht mehr. Oh. Emily, is that you? Batiste? How'd you get here? I was back at Derceto. Looking for my Uncle Jeremy? Jeremy's your uncle. I didn't know. Why would you? You're still working at Derceto? Yeah, both me and Lotta stuck around. We're real orderlies now. You remember my sister Lotta, don't you? What happened, Batiste? How are we here? You know about the dark man haunting your uncle? I'm familiar with his mental state. I think we all in his head somehow. Cause these streets are real, but they're not like on any map. Nah, this is like when you remember something, but in the wrong way. Do you know how to get back to Derceto? I'm not safe here. Truer words have yet been spoken, Mrs. Marcus. Don't call me that. It's Miss Emily Hartwood. There's no reason to call me anything else. I'm sorry, Miss Emily. I'm just trying to tell you like it is. This place ain't safe for no one. There's evil hiding in the dark. How do I get back? Only Jeremy knows how. He has this juju necklace guiding him. You mean this talisman? Mm-hmm. Just like it. He says it's been protecting him ever since he got it from Miss Jackson down the street. You know where it came from? Have you been there? I was there no more than 1 hour ago looking for Jeremy. Locked it up to keep the ghouls from getting inside. You can have the key if you want. Thank you. I'll take a look. Stay safe, miss.
Hat er uns jetzt gerade den Schlüssel gegeben, der aber immer noch an seinem Charaktermodell dran hing? Ey, Hast du das gesehen? Word. Warte mal, das wird kurz. Ich glaube, du hast völlig recht. Habe ich gar nicht drauf geachtet, Warte. aber vielleicht. Ja, Schau mal, hängt noch dran. da hängt er doch noch dran. Geil. Ey, aber das ist so auch wieder, diesen amerikanischen Akzent, ne? Mhm. Den finde ich so geil und den kannst du einfach nicht adäquat rüberbringen sonst. Ins Deutsche meinst du jetzt, Ins ne? ins Ja, Deutsche. ja. Es ist unmöglich. Also das Schöne ist ja, du kannst auch bestimmte deutsche Akzente und Dialekte überhaupt nicht anders rüberbringen, aber die wirken auf mich dann irgendwie ganz oft eher lustig. Weißt du noch, bei Die Reise in einem total verrückten Flugzeug, Ja. da hatten sie doch auch die zwei, die eigentlich so ich glaube, so Ghetto-Sprache gesprochen hatten im englischen Original. Und dann haben sie halt im Deutschen, haben sie bayerisch sprechen lassen. So ganz, ganz schweres Bayerisch. So geil. Ich glaube, ich kann mit Baptiste noch kurz reden. Are you staying here? For a while. Want to see if Jeremy shows up. Der nimmt das auch sehr hin, ne? Dass er jetzt so, ja, ich bin jetzt in Jeremys Erinnerungen, da draußen sind Ghule, okay, ich bleib dann mal hier. Ich raste jetzt nicht zufällig aus, weil ich in einer anderen Welt bin. Your sister. She also works at Derceto? Yeah, she the one who got us jobs. Be careful, okay? You said it, miss. Auch da wieder, sie hat eine Connection zu denen. Also sie muss sie ja schon irgendwie vorher gekannt haben. Und die kennen sie ja offensichtlich auch aus einem ganz anderen Lebensabschnitt. Ja, stimmt. Weil er ja auch nicht die Verbindung gemacht hat. Also er kann sie nicht über diese Jeremy-Verbindung kennen. Ja. Also hat sie wahrscheinlich Jeremy auch nie in dem Sanatorium besucht. Also in Derceto. Weil sonst hätten sie die ja vielleicht getroffen oder was auch. Ja. Und sie hat ihn ja auch, er hat sie ja auch Miss Marcus genannt, ne? Ja, genau. Was auch erklärt, warum er diese Verbindung nie hergestellt hat. Ach, guck. Dass er mit dem Namen, ne, Hartwood, dass er gar nicht Genau. wusste, dass die so heißt. Ein Rohr. Now what's this? Achso, das ist ja nicht mit Dings, das ist mit F. Das sieht einfach nicht befriedigend aus. Nee, das ist wirklich furchtbar. Das ist so auch wirklich, wie die gar nicht darauf reagieren, außer in der Angriffsanimation kurz unterbrochen zu sein. Das ist so, du hast gar keinen Impact oder Feedback oder sonst irgendwas. Jetzt geht er weg. Ist er doof? So, na gut, kein Problem. Ich nehme den Stein einfach mal nur in die Hand oder lege ihn irgendwo hin. Ach nein, geht ja nicht. Ich kann ja nur direkt werfen. Wie konnte das in Playtests Ich weiß nicht es auffallen, dass das eine beschissene Idee ist? Das gibt's Weißt du, doch ich nicht. glaube, das ist ein typischer Fall von, das ist aufgefallen und dann haben sie gesagt, wie lösen wir das? Oder funktioniert das gut genug, dass wir das einfach so lassen, anstatt da jetzt noch Ressourcen dran zu verschwenden? Weil es gab ja wahrscheinlich, gerade wenn es technisch hier und da noch so ein bisschen unrund läuft, wichtig und offensichtlich, aber ich verstehe es auch nicht. Also das ist so ein Ding, ich verstehe es nicht. Ja, die Sache ist halt auch die, ich habe ja kurz vor Weihnachten, also oder Anfang Dezember, hatte ich ja schon eine Vorschauversion von dem Spiel und hatte hier diesen ersten Abschnitt gespielt und da war das mit den Kämpfen auch schon. Also seitdem hätte man daran nochmal drehen können. Und da war das schon furchtbar. Also auch die Kamera und so, das war alles schon nicht wirklich gut. Also, und das sind so Stellschrauben, für die sind eigentlich so die letzten Monate da. Ja, zumal es gibt ja offensichtlich Animationen und Befehle, dass eine Figur nur was in der Hand hält, so wie jetzt das Beil. Ja, Also ich weiß nicht, woran es gescheitert ist. Es ist ganz, ganz komisch. Aber es kann mir keiner erzählen, dass das eine Designentscheidung war, oder? Ja, eine Designentscheidung schon, aber eine schlechte. Ja, okay. So. Das ist auch so cool, dieses ganze Setup hier. Ach, guck mal, da oben läuft einer.
Dieses ganz typische New Orleans Hinterhofgestaltung mehr oder weniger. Immer noch nicht. Ja. Oh, guck mal, er hat so einen Dreierschlag. Hallo. Ja, wieso hat das jetzt gerade nicht geschossen? Damit du diese wunderschöne Nahkampfanimation nochmal siehst. Also irgendwie, der wollte gerade nicht schießen. So weird. Oh, diese Würmer da oben, ne? Als Design finde ich gar nicht mal verkehrt. So. Tschüss. Was war das gerade? Ich weiß es nicht. Wo wollte er denn hin? Er hat sich gedacht, nö, dafür werde ich nicht bezahlt. Kann man nie mit. Oh, schön. Das mit den Flammen ist insofern auch ganz cool, dieser Flammeffekt, als dass der tatsächlich seine eigenen Schatten erzeugt. Also da oben an der Tür zum Beispiel. Ja, aber ich habe es gerade gesehen. Also das Das sind so die kleinen Details, die fallen dir vielleicht nicht mal direkt auf, aber die würden echt, also du würdest merken, wenn sie nicht da wären. ja, das ist wirklich nett gestaltet. Aber man sieht ja auch beim Ausweichen und so, die Kamera ist auch einfach, entweder ist sie zu steif oder zu nervös. Es ist immer so ein komischer Mittelweg. Ja. Ein bisschen weird. Man merkt einfach, das ist kein Actionspiel. This must be Und Miss Jackson's nee. place. Let's see if we can find out more about Jeremy's talisman. ich glaube, sie hätten vielleicht sogar, ich weiß nicht, ob man sie ganz hätte weglassen können, aber zumindest, ja doch, ich glaube, mir hätte es gereicht, wenn sie Also- nicht dabei gewesen wären. Ich spiele es ja jetzt auf leicht, zum Glück, weil das ist, also es ist einfach kein Spiel für die Action und man sollte sich das einfach nur schnell hinter sich bringen und dann ist gut. Ja, Aber ich habe ich hier denke eine mir neue halt, Aufzeichnung. genau, ich denke mir halt immer, man könnte es ja auch ohne Kämpfe machen und trotzdem mit Gegnern, weißt du? Also es kann ja durchaus gruselig und bedrohlich bleiben. Ja. Ach, guck mal. Talisman with black sunstone. An ancient navigational tool found inside a cheniere along the Bayou Tonk. The old grave was uncovered by oil riggers and said to have unleashed a vagabond devil that massacred its finders. 3 numbers are needed to span a bridge between the scapes of dream and memory, according to Starten. Not where I want to be, but it's a start. 3, 5, 8. Ey, der Sprecher gerade, ne? Mhm. Der erste, den kenne ich auch. Ich glaub, Emily found okay. Oh, Entschuldigung. Nee, Der heißt Liam O'Brien und den kenne ich für 2 Rollen. Eine muss ich kennen, da geht nichts dran vorbei, und zwar aus Nier, dem ersten. Der spricht das Buch, den Grimoire Weiß. Aber ich meine auch, dass der Krieg in Darksiders spricht. Warte mal. Talisman with black sunstone. An ancient navigational tool. Könnte ich jetzt nicht direkt sagen, aber könnte natürlich sein. So, hier haben wir nochmal eine neue Aufzeichnung. Emily couldn't understand where she was, but it felt like a waking dream. Baptiste, who she vaguely remembered from her past, claimed to work as an orderly at Derceto. He was also looking for Jeremy, and seemed to imply that he was chasing him through Jeremy's own mind. Maybe this wasn't Emily's dream, but Jeremy's, and she was trapped inside somehow. Baptiste suspected that Jeremy was in some control due to a talisman that he had been given by a Miss Jackson, a name Emily recalled to be one of the many voodoo witch doctors in the French Quarter. In hope to find a way back to Derceto, Emily set out to find Miss Jackson's place.
Ist auch so geil, dass man im Hintergrund die Schreibmaschine hört. In dieser Vertonung. Also hier das französische Viertel, damit ist dann immer ein Stadtbezirk von New Orleans gemeint. So, und hier haben wir aber noch eine Notiz. Emily found this waking dream disturbingly persuasive. If this was Jeremy's world, what did that mean? Was the Hartwood family suffering a literal curse? Was the dark man, that ghoulish specter haunting Jeremy, an actual supernatural being? Emily pushed her thoughts aside and focused. She needed to find out about the talisman and get back to Derceto. Okay. It looks exactly like Jeremy's talisman. Guck mal, das kannst du ja sogar nicht vorlesen lassen. Ach so, okay. Ein alter Talisman, der über Jahrhunderte hinweg verändert wurde. Die eingravierten Zahlen scheinen weniger als 100 Jahre alt zu sein, aber die Basis könnte aus der Antike stammen. Der polierte schwarze Sonnenstein in der Mitte hat einen gläsernen Schimmer und erweckt hin und wieder den Eindruck, ein Bild in seinem Inneren zu verbergen. I think it's meant to hold the talisman. Okay. Was war das? 358? Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben noch gerade die Zahlen noch gehört. 358, aber ich weiß immer nicht, in welcher Reihenfolge. Maybe there's something in Jeremy's notes. Du hast direkt ja, genau die. Ja. In der richtigen. Picture in the glass? Where is that? Oh, schön. So, jetzt hier Dimensionssprung wie bei, wie ist es, das erste Prey. So, das müsst ihr mal Good to spielen. see you again, Yeah. Miss Hartwood. Mrs. Thompson told me you were here. She also alerted me that you brought a detective with you. I'm very curious to hear what this is all about. You don't remember me, do you, Miss Hartwood? We met at your family's house in the Garden District, when your uncle was about to be admitted under my care. No, I remember. Sorry. I'm not really feeling well. Oh, well, in that case, have a seat. Let me make you a drink. I don't seem to have made much of an impression on you. On the other hand, I can vividly recall you and your parents. Because of our cheerful disposition, I'm sure. You are far too intelligent to think that. You come from a joyless family, Miss Hartwood. The only amusement I took from my visit was discovering that the young lady's drink was an old-fashioned. Very astute. Is that supposed to make you seem attentive or intelligent? Whatever you prefer. Are you ready to tell me why you are here, Miss Hartwood? And why you brought a detective? I received a letter from my uncle. He seems certain that he was in danger here. If I find out you're treating him badly, I'll be taking him back with me to New Orleans. Really? Is he going to live with you in your tiny garçonniere? That would be a spectacular way to ratify your spinsterhood. Because you are well aware that your father would never let him back in his house. No, I have it. Maybe you can bring him back up north. You've been wanting to move back for quite a few years, haven't you? You always preferred your mother's side of the family. Jeremy is free to leave with you. I won't object. However, there is one problem, as you might have learned. He is, in fact, missing. Do you know where he could have gone? No, I'm afraid I don't. I have my staff looking for him. I'm sure he will show up eventually. Especially if he learns that you are here. He is quite fond of you. What can you tell me about his condition? I never heard a proper diagnosis. What is your medical opinion of him? Well, let me think. He is an anxious man, depressed, even. He suffers from a perceived lack of order in his inner and outer life. He constantly complains about events not presenting themselves according to their divine nature. And the Dark Man? Hard to tell if it was ever anything specific.
Jeremy uses the Dark Man as a psychological scapegoat to avoid facing the truth that he is in any way at fault. You don't think there can be any truth to the Dark Man's supernatural existence? Why would you ask that? Can we ever be sure? If the Dark Man is some sort of evil presence that is in possession of Jeremy, Well, I assure you, any evidence that you experience supporting that claim is purely delusional. Don't get caught up in mass hysteria, Miss Hartwood. You wouldn't want to take your uncle's place in this hospital, would you? I'll be leaving now, Doctor. I need to keep looking for my uncle. Do so, Miss Hartwood. I'll let you know if he shows up. Sympathischer Kerl. Detective Carnby! God, I'm glad to see you. I was afraid you had left. Me? You're the one who just disappeared. It's hard to explain. I think I blacked out. It was like I went somewhere else. It's okay, miss. You're clearly upset. No, I don't know what's happening. This is a very stressful situation for you, I understand. Ugh, no, you don't understand. Just take a deep breath. Why don't you sit down, smoke some of the Perique? If you want, I could even drive you back to New Orleans. I just want to have a talk with Dr. Gray first. I want to stay. I found a talisman just like the one in the painting. I think I might be able to figure out where Tarawea is, where Jeremy wanted to go. That's great. Just stay out of trouble, okay? Let me handle the investigation. Hat auch nur Ja, ja. I'm not crazy, über, Detective. ja, hier. Not yet. Okay, catch you later. Ja. Ist okay. Mach mal dein Ding. Geh spielen. Vielleicht beruhigen wir uns mal wieder mit unserer weiblichen Hysterie. If a talisman like this can open up doors between the French Quarter and Derceto, then maybe Jeremy is hiding in some strange other world. Like Tarawea, the place he mentioned in the book. No matter where he is, it's clear that my search won't be limited to Derceto. Ey, das ist ein typischer Fall von, ist cool, dass sie das animiert haben, aber eigentlich ist es so ein innerer Monolog. Das lässt sie doch voll wahnsinnig aussehen, wenn sie da so alleine rumstehen und einfach redet. Aber passt doch zu ihrer ganzen Art. Aber ich finde das gut mit diesem, wie diese Rollenverteilung hier so dargestellt wird, weil das halt einfach total in diese Zeit passt, ne? Dass sie nicht ernst genommen wird erstmal mit ihren Sorgen und vielleicht auch Problemen und Beobachtungen vor allem auch. Sodass auch Edward sie relativ stark abtut eigentlich. Also dass nicht einfach jetzt das so aus der heutigen Zeit die Rollenverteilung auf dieses 1920er Jahre, 30er Jahre Setting projiziert wird, das finde ich ganz angenehm. Also, dass sie sich quasi ihre Rolle erstmal erarbeiten muss und dass nicht einfach gesagt wird, nur weil sie jetzt tatsächlich wahrscheinlich eine starke Frau ist es auch einfach mal so etabliert. Nee, das muss sich jetzt erst etablieren. Ach du, starke Frauen gab es in der Historie sehr viele. Das Ding ist nur, die Umgebung, in der sie stattgefunden haben, war sehr oft ein Problem. Aber ich mag das auch hier, dass überhaupt diese ganze Thematik um ihre geplatzte Hochzeit überhaupt ein Thema ist. Heutzutage wäre es einfach so, ja, dumm gelaufen ist so, weiter, ne? Und damals war das halt echt problematisch. Ja. Ja, also das ist ganz gut in der Zeit verankert, sage ich mal. Mhm. Grundsätzlich, immer wenn du in die Vergangenheit gehst, hast du natürlich auch den Vorteil, dass du nicht diese Handy-Problematik hast. Ne? Kannst einfach wen anrufen. Ja. Oder dann muss wieder, oh, leider haben wir hier keinen Empfang. So, ja, in Deutschland vielleicht, aber. Ich schaue gerade wieder diese Mystery-Monster-Serie Grimm. Ich weiß nicht, ob die dir was sagt. Ja. Mag ich sehr gerne. Und die spielt so ungefähr vor 10 Jahren. Und ich schaue aber auch The Rookie. Und bei The Rookie hast du ja immer dann auch die Streifencops, die haben ja dann immer von Anfang an schon immer die Kameras
Ja. also an ihrer Brust dran, ne? Und die komplette Grimm-Serie hättest du heute nicht mehr machen können, weil sie dann immer irgendwie erklären müssten, warum hat niemand eine Bodykamera dran? Ja. Also es war schon so in den letzten Jahren, dann in den letzten Staffeln war es jetzt schon so ein bisschen eng mit von wegen, warum ist da nie eine Bodycam dran? Aber heute würde das halt wirklich dann gar nicht mehr gehen. Also fällt alles ins Wasser. Saw your notice in the boiler room. You should know Mr. Chance won't be coming back. I got no business being in there myself, but you can take a valve from the wine cellar if you want to try to stop the steam pouring out. Be careful. Ja, zu früh aufgehört. Paul, you're right about the plates on the boiler and the clock. They have been sabotaged, and I think I know who did it. They have something to do with Jeremy's episodes and how he seems to disappear at night. Right now, it's important that you keep an eye out for any of the pieces. I want to find out if I can repair the plates. Let me know if you find any of them. Lottie. Tell Lottie to take a look at the well in the kitchen garden. Das haben wir sogar schon gesehen. Stimmt. Dr. So. Elmore Lee Gray is Derceto's chief doctor. Accounting and all administrative work is handled by me, Paul Waits. Magdalena Thompson, or Mags, is responsible for the household. Jean-Baptiste and Charlotte Tabois are responsible for keeping the guests' medical regimens in check. Finally, Jack Chance is our gardener, who can occasionally be seen in the conservatory, but is for the most part busy outside. There are currently 6 guests at Derceto. Malcolm McCarthy and Ruth Tallant reside on the first floor. Jeremy Hartwood, Elisabetta Perosi, Grace Saunders, and of course Cassandra Beauregard live on the second floor. Sie haben jetzt zumindest schon mal alle Namen, auch wenn man sich jetzt vielleicht auf den Schlag nicht alle merken kann. Ja, und man kann sie theoretisch auch nochmal nachlesen, ne? Stimmt, hast man ja immer dabei. So, von Jack, dem Garten, haben wir irgendwo stand auch schon was mit Jack. Den haben wir auf jeden Fall auch schon mal irgendwo gelesen. Stimmt. Jetzt sind wir Schlüssel Nummer 6. Looks sturdy. Doubt I'll be opening this. Looks sturdy. Doubt I'll be opening this. Na, da war doch. Looks Hallo. sturdy. Doubt I'll be opening this. Ja. Ja. So. Patientenakten. Cassandra Beauregard, the beloved author. Very exciting, isn't it? What do you want to put down for reason for admission? What her agent told us. Cassandra suffers from writer's block and needs to finish her moving picture script before the end of June. Mr. Chardot suggests Cassandra's heavy use of barbiturates is holding her back and risks ruining her career. And how should we summarize her personal history? Let's keep it short. Cassandra Beauregard is a beloved crime author who managed to pull herself out of poverty and into stardom. 5 years ago, she tried killing herself by jumping off a balcony. The incident left her a cripple and now relies heavily on her wheelchair. And for diagnostic impressions? Cassandra suffers chronic back pain following her suicide attempt. She self-administers morphine to keep herself ambulant, but has become addicted and the desired effect is now lost. The drug abuse clouds her mind, and she is unable to focus on real life. To save herself from this insight, she instead makes up stories to fill out the gaps in her own thought process, resembling the Korsakoff syndrome. Oh, bravo, Doctor. How will you treat her? First of all, she needs to be weaned from her drug addiction, and hopefully it will resolve her compulsive lying. Then look into permanently numbing her pain in her back through surgery. Finally, deal with her suicidal thoughts. Fantastic. With such a short time before June, I really hope she gets better soon. We will do what we can. Hier hören wir auch wieder nur die
Seite vom oder lesen nur die Seite vom Arzt, während wir die Kommentare von dem Sekretär nicht drin haben. Ja. Ist irgendwie ganz cool, dass man sich's auch anhört. Aber irgendwie Ja. auch ganz schön doof, wenn man da keinen Nerv drauf hat, ne? Ja. Grace Saunders, 11 years old. Reason for admission? The mother insists on strict supervision by a proper gentleman to avoid further perversion of Grace's adolescence. Personal history? Grace's family possesses modest wealth and status. Her childhood seems ordinary, spending most of her time with private teachers and family friends. Grace's father recently passed away, leaving her mother the sole caregiver. And diagnostic impressions? Grace has trouble dealing with her father's death. She is willingly suppressing her feelings on the matter and isn't properly acknowledging the trauma she suffered. Any planned treatment? Grace needs nothing out of the ordinary. She simply needs parental guidance. Eventually, we can work on her feelings toward her father. Thank you, Doctor. I'll finish the paperwork and get her installed. Malcolm McCarthy, 54 years of age. Reason for admission? McCarthy admitted himself to Derceto, stating simply that he needs some damn rest. And personal history? McCarthy claims he used to work as a lawyer in Baton Rouge, but says he can't go into details because of some legal dispute. His background remains largely a mystery, except for the occasional clue that he drops in conversation. Huh. And diagnostic impressions? McCarthy is an anxious man and an alcoholic. He often tells half-truths due to some deep-seated inability to trust other people. And how will you treat that? McCarthy will take some time to open up. Spending time with Jack's dog or the child should be good for him. Their harmless nature will help build his sense of trust. Thank you, Doctor. Elisabetta Perosi, 33 years old? What should I put down as reason for admission? Well, Perosi broke into Derceto and was found wandering the grand parlor. She was confused and suffered partial amnesia. She insisted she belonged here and offered to pay for her stay. Right. What do you make of her story? Perosi claims to have been a member of the Astarte artist colony some 20 years ago, a claim that seems contrafactual due to her young age. She looks to be and even thinks she is 33 years of age. That would make her a child at the time. It seems fair to say that Perosi's story is untrue, deliberately so or not. Diagnostic impressions? Do you have anything? Perosi's story is peculiar, because she retracted her story about the artist colony. She no longer claims to be the same person as Elisabetta Perosi. However, my staff's research has confirmed there was a Perosi at that time who was in her early 30s. I suppose this case will take some time to investigate. How will you go about it? I wanted to contact the real Perosi, but it seems the whole colony disappeared one night. September 29th, 1915, during a hurricane. I will have to take it slow and figure out what this spell of impersonation could have been. Oh, I'm sure it will all clear up eventually. Thank you, Doctor. Ruth Talon, 29 years of age. Reason for admission? Ruth's father wishes that his daughter be removed from New Orleans nightlife for the foreseeable future. He fears that her overly free spirit is tarnishing the family's reputation. Sounds simple enough. Personal history? Ruth comes from considerable wealth. Her family owns several hotels and restaurants. Unlike the rest of the family, her sense of adventure has taken her around the world, including France during the Great War as a photojournalist. The last decade, she has provoked many rumors of being a debauched flapper, bordering on nymphomania. And diagnostic impressions? Despite her father's frivolous reasons for her to be admitted, Ruth does seem to provide an interesting case. She is refreshingly open and doesn't shy away from talking about her life during the war or her continuous celebration after returning to the States. She is admittedly a sexual deviant and feels no remorse.
And her treatment plan? Simply staying at Derceto should do wonders for Ruth. If not, at least for her family's reputation. Ruth doesn't need to change, but with therapy I might be able to share with her some sympathy towards her family. I doubt she will settle down and become as dull as the rest of them, but at least she might try to be more discreet in the future. Ja, auch wieder dieses, das ist gesellschaftlich ganz, ganz schlimm. Aber wenn du das so durchliest oder hörst, denkst du ja so, ja, eigentlich ist sie ja einfach nur maximal entspannt. Ja, natürlich. Aber es passt halt nicht ins Frauenbild aus dieser Zeit. Genau. Ne? Interesting. It's all the patient files except for Jeremy's. Stimmt. I need the key. So, jetzt haben wir hier Schlüssel zur Zimmer Nummer 6. Despite making a fool of herself in front of Dr. Gray and Detective Conby, Emily felt surprisingly invigorated. She felt absolutely sure that it was her manipulation of the talisman that had brought her back to Derceto. Jeremy mentioned 2 items in his commonplace book that somehow connected him to 2 more dreams, or whatever they should be called. If Jeremy had 2 more worlds open to him, then maybe he would hide there if he was scared. Or maybe he found a way to Tarawea, the place Jeremy so desperately wanted to visit. Excited to follow up on her clues, Emily set out to find the old clock and the boiler. So, dann haben wir zumindest mal zwei Ziele, nämlich die alte Uhr, die hier oben steht. Und den Boiler unten. Dem waren wir ja auch schon. Aber wir haben inzwischen auch erfahren, dass man wie man den Dings abdrehen kann, ne? Den Dampf. Da brauchen wir aus dem Keller so einen. Ja, genau. What's that stain? Looks like some kind of rot. Ja, guck mal hier, aus der Uhr kommt auch schon dieses, was vorhin auch schon beschrieben war. Diese Fäulnis. Die ist so mit. I need the key. Zimmerschlüssel 6. War nicht auf der Karte die Dinger auch markiert mit den Namen? Durchnummeriert, ne? Ich schau gleich mal. Mit den Nummern? This must be the clock mentioned in the commonplace book. This looks like the thing that held the talisman in the French Quarter, but it's broken and missing some pieces. Na, also eigentlich wirklich nur 2. Naja, some. Also, ja, stimmt. Also, ein Paar fehlen. Ein Paar sind 2. Genau. Da geht's noch nicht durch. Jeremy's room. All back to normal. Und mit einer neuen Notiz. Nee, mit einem Bild. Ein Bild. Emily ist hier. Emily's here. Das war doch die Stimme von Grace, oder? Ja. Vor allem wirkte das, als würde Grace sie kennen. Ja. Grace ist das ist sowieso immer in Gruselspielen, wenn Kinder da sind und sich so mega freundlich benehmen, sind die automatisch gruselig. Immer. Immer gefährlich, ne? Einfach Pistolenkugeln klauen. Hat er einfach mal so da drin. Tist. Da geht's nicht weiter. Dieses Symbol hier mit der durchgestrichenen Tür heißt immer, dass auf der anderen Seite ein Hebel ist. What a strange but beautiful room. Doch geil, wie hier in der Mitte dieses Bett so völlig frei steht. So wie so ein Flügel. Ja. I did it.
I crossed the thresholds to my intended destination without a focusing device. My talisman now knows these roads, and I have no need for the plates. I can find my way to Lafayette as easy as I find my own room. I visited the grave of my father and seen the oven waiting for me. Thank you for opening these doors. I now must summon my courage and go back to that hateful mound outside the oil rig. I hope you'll be feeling better when I return. Jeremy. Das Lafayette haben wir auch schon von gehört. Das war Ja. die Aber Friedhof. guck mal, das klang auch so, was immer da mit Jeremy passiert ist, dass er das von ihr gelernt hat. Weißt du? Aber wer ist sie? Also wen meint er damit? In welchem Zimmer sind wir denn? Perosi. Perosi. The old Und das. Welche war das nochmal? Ach, guck mal, ist hier sogar nochmal ein neuer The Text. old clock was an intricate machine with eccentric astronomic motifs, but nothing appeared particularly unusual to Emily. But then she discovered a large decorative plate that reminded her of Miss Jackson's ritual bench, where she had configured the talisman to open the door back to Derceto. The clock's plate had unfortunately been sabotaged, but if she could piece the plate back together, she figured she would be able to repeat the procedure and maybe open up to another world. Warte mal, wo waren die Akten? Hier. Ja, Personal, Perosi. Achso, nee, das ist aber nur, dass das Patienten sind. Hier. Es gab doch, ja, aber es gab doch noch ein zweites. Elisabetta Perosi, genau, stimmt. Es gab doch noch da Patientenakten. Da unten war es. Ist es die behauptet hat, sie sei hier? Ja. Elisabetta Perosi, das ist die behauptet, sie sei eigentlich aus einer Künstlerkolonie, die es hier vor 20 Jahren gab. Und dass sie 33 sei eigentlich. Ja, siehst du, und das meine ich, wenn da wirklich irgendwas Übernatürliches ist und er sagt so, danke, dass du mir das gezeigt hast, dann stimmt es ja vielleicht sogar. Hat sie ihm das beigebracht. Ja. Are these zodiac signs? So, hier haben wir Tierzeichen. Ist doch Ist doch schön, dass du die. Ja. Ich wollte nur sagen, schön, dass die Spiegelung auch so halbwegs funktioniert. Also perspektivisch ist das nicht ganz richtig, aber so grundsätzlich. Ja. Ist wahrscheinlich keine richtige Spiegelung, sondern eine Kopie vom Raum, weil das ja für so einen kleinen Raum performancemäßig kein so großes Problem ist und trotzdem ein gutes Ergebnis liefert. Ich finde es auch schön, dass sie hier die alten Gemälde quasi drin haben. Machen ja viele Spiele, aber es passt halt hier total. Perosis I need to Tagebuch. remember how to get them out again. They are locked up for good reason. I am sure she is still able to whisper the answer in the ears of the wrong people. But not for long. I will see her burned soon enough. That black goat will be sacrificed to put an end to it all. Then it will all be over. No more Derceto, and sadly, no Astarte. Those good pirates of Pontchartrain. May you still sail the lake, until you find the shores of Hali. Tja, sie ist auch wieder die schwarze Ziege, die weg soll. Ja. Und der Derceto ja auch. Aber was ist jetzt hier weggeschlossen? Kann man da. Ach, guck mal hier. Das ist eine von den Scheiben. Das ist auch so geil. Ich habe halt eine scheiß Pistole dabei, ne? Ja. Ich könnte halt Als oder ob die da einfach Panzerglas drauf haben. ja, mit irgendwas raufhauen. Aber nochmal, um Sache zu das regeln. ist auch dieses typische Resident Evil-Dingen, wo du irgendwie im Polizeipräsidium bist und du kommst nach unten hin, nur wenn du 3 Tafeln einer Statue richtig einsetzt. Ja, Kompletter Quatsch ist So das geil. eigentlich, aber darfst du nicht drüber nachdenken. Das war bei Resi 6 so geil mit diesem Zugang zu diesem unterirdischen Labor, wo du mit dem Scharfschützengewehr auf die Glockentürme, also auf die Glocken schießen musstest. Ey, aber das gibt's doch nicht. Ja, aber wenigstens kommst du da wohin. Den Vogel hat immer noch abgeschossen, Silent Hill Homecoming, dass er wirklich grandios schlecht war, wo du so ein krasses Rätsel löst und dann kommst du auf den Parkplatz raus. Da ist einfach nichts. Das habe ich dir erzählt, oder? Da haben wir in einem Let's Play schon mal drüber gesprochen. Oder Das irgendwo haben kann wir da schon gut mal sein, drüber aber gesprochen. ich kann war das der auch einfach Wahnsinn. nicht vergessen. Das war so schlimm. Unglaublich.
the Astarte artist colony, I'm pretty sure they had a Mardi Gras crew called the Pirates of Pontchartrain when I was a child. Ach, guck mal. Das sind diese Piraten. Warte mal, kam jetzt hier auch eine... The simple astrology cipher was a favorite among the artists who lived in the house 20 years ago. They easily turned into numbers when needed, but also acted as signatures for the members, as there were only 12 of them. Also jetzt hier auch wieder diese Kolonie. Die haben jeweils eine Zahl mit den verschiedenen Namen dran. Das, guck mal, da unten ist sie auch. Elisabetta Perosi. Und da wissen wir doch eigentlich schon noch, was das hinausläuft, oder? Wir müssen jetzt rausfinden, dass das irgendwie mit dem Schlüssel... Und oh Wunder, da ist ein Rätsel an der Wand. Okay, da ist nix. Wahrscheinlich musst du einfach... Ja, okay. Es ist ziemlich eindeutig. Du musst einfach die umdrehen, damit dieses Ding geradeaus durchgeht. Dann hast du 3 Namen, hast du 3 Ziffern und du hast ein Schloss mit 3 Ziffern. Ja, so. Was haben wir? Also William, Franklin und Nora. Das sind 2, 4. Also 294, ne? Wo ist denn Nora? Ach, da unten. Franklin ist in der Mitte und Nora ist rechts. Die sind alle stimmt, 3. Mitte, ja, 294. Genau, 294 sind die Zahlen. So. Und jetzt brauchen wir den Code. Hier, 294. Also, 1, 2, 3, 4, 5. So, das heißt, das ist die 2 sind diese... Das ist doch ganz klar ein Fisch, kannst du das nicht erkennen? Das soll ein Fisch sein. Ich habe keine... Ihr steht ja drüber, das sind ja Sternzeichen. Ah, ja, stimmt, ja. Mhm. Aber ich weiß auch nicht, warum das ein Fisch sein soll. Bin ich auch überfragt. Was haben wir jetzt gesagt? Welche Zahlen sind das? 294. Also, okay, also es ist das hier, 2, es 3, ist das hier, Stier und 5, 6, 7, 8, 9. Was ist das denn? Der Hügel mit dem Streifen drunter. Libra. 2, 9, 4. Also diese Cs am Anfang. Das ist hier, ne? Dann diese Sonne oder Hügel oder was auch immer. Das. Ja. Und dann der Stier. Genau. Ha! Here we go. Ja, und damit haben wir schon einen. Ein Teil der großen Zierscheibe. Sie hat dunkle Verbrennungsspuren. Auch geil, wie oben noch die falschen Zeichen drin sind. Hast du gesehen? Ja. Moment mal. Oh. Ja. Das ist ein sogenanntes Pestizidenproblem. Die hätte ja auch mal zwischendurch einer aufräumen können. Ich meine, es ist kein Hotel, aber... Das sind wieder diese komischen Maden. Ja. Guck mal, aber hast gesehen? Die fallen gar nicht runter. Die kommen einfach aus dem Boden. Du guckst nach oben, wie sie runterfallen und dann sind sie einfach schon gespawnt. Ach, guck mal, die machen sogar Schaden. Lustig. Oh. Ah, es war auch gerade dunkler. Ist wieder hell. Suddenly, Jeremy's bleak dreamscape devoured Emily, drowning her in dread and darkness, only to moments later spit her out again. What had happened and why? Was that her doing, or did someone else make it so? Ja, diese Geschichte mit der Vertonung von den Texten ist wirklich eine gute Idee. Ja. Also, das hilft dem Spiel extrem. Gut, dann würde ich sagen, auch hier wieder gute Gelegenheit für ein kleines Päuschen. Dann schauen wir in der nächsten Folge mal in den anderen Flügel rüber. Also, bis denn. Tschüss. Tschüss.